Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Track Continuum Podcast, in dem wir die aktuelle Discovery Staffel besprechen wollen. Wir, das sind Martin und ich, Stefan. Hallo Martin erstmal. Hallo. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen. Wir hatten uns ja schon seit längerem vorgenommen, die Staffel 4 von Discovery ausführlich zu besprechen in einem Podcast, denn wir haben die letzten Staffeln auch schon immer ausführlich besprochen. Wir haben da immer einen kleinen Star Trek Talk gemacht, den wir allerdings immer nicht aufgenommen haben. Und dann hatten wir, oder ich hatte die Idee, dass wir dann aus der 4. Staffel einen kleinen Podcast machen, wenn wir schon darüber immer quatschen und jede Folge auseinandernehmen. Und das wollten wir dann jetzt machen, ne? Dann erzähl doch mal, Martin, wie du zu Star Trek gekommen bist. Meine Liebe für Star Trek habe ich, glaube ich, damals mit Next Generation entdeckt. Von TOS war ich nicht so der Riesenfan, aber ab Next Generation mit Captain Picard war ich im Prinzip ein riesengroßer Star Trek-Fan und habe eigentlich alle Serien immer verfolgt und auch genauer nachgelesen. Und das ging sogar so weit, dass ich im Studium ein extra Wahlpflichtfach hatte, Star Trek Soziologie und Science-Analyse, wo wir dann halt große Referate über bestimmte Star Trek-Themen gehalten haben. Ja. Also ich glaube, Star Trek-Fan durch und durch. Ja, aber bei mir war es ein bisschen anders. Also ich bin auch mit TOS gleich am Anfang irgendwie warm geworden. Also ich glaube, meine Mutter hatte das damals immer geguckt, TOS. Und irgendwie bin ich dann da auch so mit auf den Geschmack gekommen und fand es schon ziemlich cool. Und sie hat dann auch, glaube ich, weiter The Next Generation geguckt und das habe ich dann auch immer mitgeguckt und das fand ich halt auch mega cool. Und dann habe ich auch alles weitere dann verfolgt, DS9, Voyager etc. Also ich bin da eigentlich, kann man sagen, durch meine Mutter dazu gekommen, ja. Und seitdem großer Star Trek-Fan halt auf jeden Fall. Deine Mutter, der große Trekkie, vielleicht sollte die hier sitzen. Vielleicht genau. sollte die hier sitzen. Lad doch mal deine Mutter mit ein. Ja. Wann haben wir angefangen mit den Star Trek Talks? Ich glaube bei bei Discovery haben wir damit angefangen. Bei Discovery haben wir damit angefangen und ich glaube bei Discovery Staffel 2 oder irgendwie sowas. Also die erste Staffel haben wir noch mehr oder weniger jeder für sich geguckt und dann irgendwann überlegt so, hey, lass uns mal treffen und mal drüber philosophieren, was so passiert ist. Ich bin mir jetzt mal gar nicht so sicher. Haben wir nicht auch schon bei der ersten Staffel immer drüber gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Also zumindest wir beide, ich glaube im größeren Rahmen haben wir dann später noch die anderen Staffeln ein bisschen bequatscht, aber ich weiß ja, also wir haben uns, glaube ich, auch bei der Staffel 1 schon ab und zu mal so ein bisschen drüber unterhalten, aber uns jetzt gezielt getroffen oder gezielt uns verabredet, um darüber zu sprechen, das ging, glaube ich, erst mit Staffel 2 los. Ja, das kann sein. Und dann haben wir halt wirklich stundenlang immer uns jede Woche getroffen und dann die einzelnen Folgen ganz detailliert auseinandergenommen. Und genau das haben wir jetzt hier auch vor in diesem neuen Podcast. Der wird jetzt jede Woche erscheinen. Ja, unser Plan war ja, dass wir dann oder dein Plan war, dass wir bei Staffel 4 dann direkt anfangen mit dem Podcast. Immer kurz nachdem die jeweilige Folge erschienen ist. Und ja, 3 Tage bevor die erste Folge rauskam, kam dann die Breaking News. Ja, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, als du mir das geschickt hast. Martin hat mir dann per WhatsApp oder so hat mir dann geschrieben, Discovery Staffel 4 kommt nicht mehr auf Netflix. Wir können es nicht gucken. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, da schien es halt erstmal so, als wenn wir keine Chance haben, Discovery so schnell hier in Deutschland zu schauen. Und da war natürlich erstmal die Stimmung runter. Ich habe den ersten Tag, also auch nachdem ich dir diese Nachricht geschickt habe, habe ich noch gedacht, das ist jetzt irgendein verspäteter Aprilscherz oder so, das kann nicht sein. Also so 3 Tage, bevor die Staffel losgehen soll, können sie die nicht absagen. Das wird nie im Leben passieren. Ja. Es ist passiert. Ja, das war schon... Oh. Dann habe ich mich schon fast damit abgefunden gehabt, dass wir dann eigentlich erst im Sommer nächsten Jahres, wenn es dann bei Paramount Plus hier offiziell in Deutschland erhältlich ist, dann drüber sprechen können. Und dann kam ganz überraschend dann die Nachricht, dass Discovery jetzt frei empfangbar auf Pluto TV läuft. Ich denke mal, da sollte eigentlich jeder irgendwie in der Lage sein, dann die Folgen auch zu gucken.
Ja, wobei, gerade auch für unseren Talk finde ich es halt schade, dass es halt nicht on demand ist, weil wir haben halt in unseren Talks bei den letzten Staffeln es immer so gemacht, dass wir dann parallel noch die entsprechende Folge auf Netflix auf hatten und Ja, dann immer hin und her gespult haben zu ja, den das stimmt. einzelnen Szenen, Ja. über die wir dann geredet haben und uns halt nochmal die einzelne Szene wirklich 100%ig im Detail angeschaut haben. Ja. Guck mal, siehst du da im Hintergrund noch, da hängt doch ein Modell von von dem und dem Schiff oder so. Ja, genau. Oder hast du das und das gesehen und ja, guck mal da und so. Ja, das fehlt jetzt natürlich. Jetzt müssen wir so ein bisschen dann mit unserer Erinnerung arbeiten. Beziehungsweise wir werden auch mal gucken, dass wenn wir uns die Folgen dann anschauen, dass wir uns vielleicht ein paar Notizen dann gleich machen, dass wir dann das nicht vergessen. Ja. Macht's aber ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Ja, natürlich. So, na gut, dann lass uns mal mit der ersten Folge anfangen. Die hatte den Titel Kobayashi Maru. Das ist natürlich ein Titel, der einem Star Trek-Fan natürlich sofort was sagen sollte. Ja, der Kobayashi Maru ist natürlich, der weckt natürlich sofort bei jedem Star Trek-Fan große Erwartungen. Ja, also, oh, Kobayashi Maru, okay. Und jeder hat, glaube ich, sobald er den Titel liest, schon mal irgendwie eine Vorstellung davon, was ist dann oder was das große Thema dieser Folge sein wird. Naja, klar, da spucken dann erstmal die Gedanken im Kopf rum und denken, was könnte da jetzt genau passieren? Also man kennt ja irgendwie das Kobayashi Maru-Szenario zumindest. Ja, und das Kobayashi Maru-Szenario ist ja nun mal ein Test oder ein bestimmter Test an der Sternflottenakademie. Und wenn dann die erste Folge losgeht und es als allererstes dann im Prinzip heißt, ja, die Sternflottenakademie ist wieder eröffnet, wir haben die ersten 9 Rekruten. Aha, ist es jetzt... jetzt greift mal der Sache nicht vorweg. Das kommt ja nicht gleich am Anfang. Also ganz am Anfang geht es ja erstmal anders los. Bevor die ganzen Sternflotten kommen. Ganz am Anfang geht es nämlich erstmal ja so los, dass wir Book und Burnham auf diplomatischer Mission sehen. Die sind auf dem Planeten und wollen mit dem Volk da, ich weiß leider nicht genau, wie die Rasse heißt, dieses Schmetterlingsvolk da, wollen mit denen diplomatische Beziehungen irgendwie aufbauen und bieten ihnen Dilithium an als Akt der Freundschaft. Ja, fand ich auch sehr schön, wie das dann was für ein Verlauf es denn im Prinzip genommen hat, ja. Also sie kommen dann halt an und sagen, naja, hier erster Kontakt und es ist bei der Sternenflotte Tradition, dass wir zum ersten Kontakt auch gleich ein Geschenk mitbringen und ja, wir haben halt ein bisschen Dilithium für euch. Und die Gegenseite dann halt erstmal dieses Volk, ich habe leider den Namen auch nicht mehr im Kopf, dieses Volk dann gleich, aha, wir sind da jetzt erstmal misstrauisch. Ihr wollt uns was schenken. Eigentlich wollt ihr uns doch nur ausbeuten. Seid doch mal ehrlich. So richtig angefangen umzuschlagen hat die Stimmung ja da eigentlich dann, als sie mitgekriegt haben, dass sie noch eine Lebensform mit auf ihren Planeten gebracht haben, von denen sie nichts wussten. Ja, das war wieder, das war für mich dann wieder so eine Szene, also es hatte wieder so ein bisschen Slapstick-Humor fast. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, so echt jetzt? Ihr habt noch eine weitere Form. Ja, klar, das ist Grudge. Ja, Grudge, genau. Das ist Grudge. Was für eine ist das? Oder ist er ein Fleischfresser? Ihr bringt einen Fleischfresser auf unseren Planeten. Seid ihr denn des Wahnsinns? Also Moment mal, keine Sorge, das ist unser Haustier. Aha. Ja, sie ist eine Königin. Aha, und ihr versklavt eine Königin. Ihr wollt uns auch zu Haustieren machen? Genau, ihr wollt uns auch zu Haustieren machen und ihr habt sogar im Prinzip eine Königin, eine Monarchin als Haustier genommen. Das geht ja mal gar nicht. Was seid ihr denn für ein barbarisches Volk? Ja, das fand ich auch ein bisschen, wo sie dann losgestürmt sind und gesagt haben, wir befreien oder wir wollen jetzt die Königin befreien. Nein. Das gibt's halt dann doch, also es ist schon irgendwo typisch Star Trek. Ab und zu an manchen Stellen schon mal wieder so ein bisschen übertrieben. Ja, ich meine,
Kurzzeit kann ich damit immer leben, aber manchmal muss ich dann auch ganz schön den Kopf schütteln und denke mir so, liebe Star Trek Autoren, ist euch da echt nichts Sinnvolleres, nichts Besseres eingefallen? Ja. Das ist so an den Haaren herbeigezogener Konflikt, ja. Ja, klar. Also, es sollte halt im Prinzip nur zeigen, dass halt nicht jeder Erstkontakt so reibungslos abläuft und so weiter und so fort, ja. Aber es war halt ein bisschen, naja, sehr Sind dann in der Star Trek-Geschichte allzu viele erste Kontakte wirklich reibungslos verlaufen? Also die man wirklich gesehen hat, die thematisiert wurden in den Serien und so weiter und so fort? Ich glaube, da ging immer irgendwas schief. Naja, klar, sonst bräuchtest du es wahrscheinlich auch nicht zeigen, das wäre sonst langweilig. Ja, aber zum Thema, ja, nicht jeder erste Kontakt läuft reibungslos. Ja, eigentlich in den Serien kaum einer. Ja. Naja, gut, auf jeden Fall, Book und Burnham retten sich ja dann auf ihr Schiff und Ja, Moment mal, nicht, also jetzt greifst du ein bisschen vor. Ich finde diese Flucht an sich ist durchaus auch nochmal erwähnenswert, weil da habe ich halt auch komplett mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir denke so, okay, erstens mal, der Konflikt ist völliger Bullshit, aber okay. Dann jetzt als nächstes, ihr werdet quasi, die schießen auf euch, die sind dabei, euch umzubringen und alles, was Burnham wie ein Mantra wiederholt, nein, wir dürfen nicht zurückschießen, wir müssen sie friedlich überzeugen, während die Kugeln neben ihr einschlagen, ja, und Book denkt so, sag mal, hast du sie noch alle? Alter, die schießen auf uns. Lass uns hier mal und auch die Crew auf der Discovery. Ja, alles klar, wir schicken ein Team runter. Nein, bloß nicht. Das könnte ja ausarten. Moment mal, die schießen schon auf euch. Wie weit soll es noch ausarten? Ja. Ja, also so hundertprozentig einverstanden war ich mit dieser ganzen Szene auf diesem Planeten da halt irgendwie nicht so wirklich. Ja, das ist so. Das war ja auch ein bisschen übertrieben. Und ja. Na gut, aber dann haben sie sich auf ihr Schiff gerettet. Waren sie da schon auf ihr Schiff? Ich glaube, das mit den Satelliten, das war, glaube ich, noch kurz davor, oder? Also die Auflösung im Prinzip. Mit den Satelliten? Naja, sie hatten, und genau das ist auch so ein Punkt, ich habe die Folge, glaube ich, zweimal gesehen und ich habe es, glaube ich, beide Male nicht so hundertprozentig verstanden. Aber irgendwie hat dieser Planet eine negative Rotation oder irgendwie sowas gehabt oder seine Rotation, auf jeden Fall hat sich das Magnetfeld von diesem Planeten verschoben. Und die Satelliten waren im Prinzip irgendein technisches Mittel dagegen, die irgendwie ein künstliches Magnetfeld erzeugt haben. Sprich, der Planet war am kaputt gehen oder war am, ich möchte jetzt nicht sagen leiden, aber mit dem war, es wurde halt immer schlimmer und schlimmer. Und diese Satelliten haben das eigentlich abgedämpft. Die Satelliten waren allerdings aus, weil sie kein Lithium mehr hatten, weil ihre Energiequellen ausgegangen waren. Ja. Und das war ja dann im Prinzip, sage ich mal, der positive Wendepunkt, dass sie halt einfach gesagt haben, okay, fliegt da mal schnell rüber, schaltet die Satelliten wieder ein, pumpt ein bisschen die Lithium rein und schaltet das Ding wieder ein. Dann sehen die, wir sind freundlich. Ja, oder wir machen was für sie. Und ja, diese schnelle Lösung, dann auf einmal doch wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Oh, ihr habt ja wirklich uns Silizium gebracht. Oh, ihr habt ja unseren Planeten gerettet. Na gut, dann sind wir jetzt doch Freunde. Ihr habt zwar trotzdem eine Königin versklavt und so, das ist aber jetzt egal, ihr habt uns ja wirklich das Silizium gegeben. Ja, genau. Das ist, also es war schon fast so eine, also diese ganze Szene mit dem Planeten, sowohl Konfliktentwicklung als auch Steigung, als auch Auflösung, fand ich halt alles sehr, sehr stark an den Haaren herbeigezogen. Ja, das stimmt. Na gut, aber dann ist die Szene dann auch vorbei und es geht weiter bei der neuen Starfleet Academy, die gegründet werden soll. Beziehungsweise, dass sie im Vorfeld über diese Feier zur Eröffnung, also die Eröffnungsfeier, wo die ersten Rekruten seit keine Ahnung wie viele 100 Jahren wieder in die Sternflottenakademie aufgenommen werden und dass Burnham da zu dem Zeitpunkt schon sich total über die Präsidentin aufregt. Also Präsidentin Rillak heißt sie.
Genau, Riddick, die halt im Endeffekt da eine Rede halten will. Mhm. Und alle um Burnham rum sagen schon, ey, Mann, sie ist halt eine Politikerin, natürlich macht sie das und jetzt nimm das mal nicht so. Und also in dem Moment, sie hat diese Präsidentin noch nie getroffen, aber die war trotzdem schon bei ihr komplett unten durch. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das gerade für die Charakterentwicklung schon auch noch ein relativ wichtiger Punkt war, dass sie halt direkt mit extrem starken Vorurteilen in das Treffen mit der Präsidentin gegangen ist. Mhm. Was ist die eigentlich für eine Rasse, die Präsidentin? Das habe ich mich gefragt. Konnte es nicht Ähm, so richtig deuten, ne? Was das für eine Rasse ist. für mich war es, in meinen Augen war sie ganz klar eine Cardassianerin, Ja, sie hatte die typischen, hab ich auch gedacht, aber Cardassianer-Falten im Prinzip auf der Stirn, nur halt alles viel flacher und viel abgeschwächter als die also Cardassianer, die man sonst kennt. vielleicht irgendein Mischmasch aus zwei Rassen oder so. Wer Mm, weiß. Ja, ich glaube, sowas hatte ich auch irgendwo mal gelesen, dass sie irgendwie eine Mischung aus Cardassianer und weiß ich was ist. Aber ich würde sagen, das Hauptaugenmerk lag auf Cardassianern. Hm. Mit den Stirnfalten, also in diesen runden Stirnfalten, Hm. nicht wie bei den Klingonen. Hm. Und ja, Klingonen sehen ja in Discovery auch ganz anders aus. Naja, die Cardassianer sind ja in der Regel auch irgendwie viel gräulicher eigentlich vom Hauttyp und sowas. Ne? Die sah ja Ja, anders aus. vor allem haben sie, vor allem was sie halt nicht hat, was die Cardassianer normalerweise haben, ist so diese ganz starken Nackenfalten. Also im Grunde Mhm. genommen fängt ja so eine Falte bei den Cardassianern von der Schulter an, die direkt hochgeht, quasi fast bis zum Ohr. Mhm. So eine relativ dünne Hautfalte, keine Ahnung, ob da noch ein Knochen drunter ist oder sowas. Das ist halt so ein auch ein typisches Merkmal von den Cardassianern, das hatte sie halt gar nicht. Ja. Sie hatte halt eine normale menschliche Figur, sag ich mal, und du hast halt nur die typischen Falten auf der Stirn gesehen, Mhm. angedeutet. Ja. Also, da war natürlich noch schön, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass sie das neue Archer Raumdock eingeweiht haben. Selbstverständlich habe ich das mitbekommen. Und Das, ich meine, das war ja nun auch wirklich, es war ja nun gar nicht zu übersehen. Also erstens mal wurde entsprechend Deutliches betont. Das neue das neue Archer Raumdock, Captain war es glaube ich nicht, weil ich glaube, er wird nee, später nee. auch noch Also ja, weiter befördert. wurde nur Archer Space Dock gesagt. Ja. Ja, genau. Und dann auch dieser Blick von allen Beteiligten. Oh, Oh, wow, ein Archer. Raumdock. Ja. Archer ist natürlich für die Discovery Crew natürlich noch voll ein Thema. Ne? Die kennen den Namen haben die natürlich noch voll im Kopf. Die kommen ja aus der Zeit, wo Archer noch nicht so lange her ist. Kurz nach Archer, ja. Ja, also nachdem dann die Sternflottenakademie wieder einberufen wurde und die neuen Kadetten vorgestellt wurden, scheint es erstmal so, oder die Präsidentin hat zumindest die Vision, dass die Föderation sich jetzt wieder aufs Erforschen neuer Welten und die Föderation wieder aufzubauen, konzentrieren kann und so weiter und so fort. Hattest du das Gefühl, also ich meine, im Endeffekt, Burnham hat befürchtet, dass sie das total politisieren wird und es soll ja um die Kadetten gehen und so weiter und so fort. Hattest du während der Rede von der Präsidentin das Gefühl, dass sie das getan hat oder dass Burnham sich getäuscht hat? Ich hatte das Gefühl, dass Burnham sich getäuscht hat. Das würde ich auch sagen. Weil Also das war auch, ich fand die eigentlich ganz sympathisch, die Rede, muss ich sagen. die Rede war sympathisch. Trotzdem finde ich, wurde Relic als Charakter trotzdem noch so ein kleines bisschen distanziert gehalten. Also, dass man noch nicht so wirklich wusste, ist sie jetzt nur wirklich sehr clever, also eine sehr gute Politikerin, dass sie halt weiß, okay, wenn ich diese Rede jetzt hier zu sehr politisiere, dann mache ich mir mehr Feinde als alles andere. Und sie hat ja auch nochmal betont, ja, nur dank Burnham und ihrer tollen Crew, wo dann direkt auch Mhm. nochmal die ganze Crew gezeigt wird, Ja. ihr seid im Prinzip dafür verantwortlich, dass wir das jetzt hier machen können und vielen Mhm. Dank dafür und so weiter und so fort. Also sie zeigt sich ja sehr, naja, ich möchte jetzt nicht sagen unterwürfig, aber sehr dankbar Ja. und überhaupt nicht von oben herab, sondern eher im Gegenteil. Ja. Ja,
Und jetzt, um wieder in Burnhams Position im Grunde genommen reinzugehen, weil Burnham ist zu diesem Zeitpunkt, und das hat man halt auch deutlich gemerkt, ist sie zwar, wird sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, so okay, die Rede ist jetzt doch nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, oder sie macht doch nicht jetzt hier die eiskalte Politik. Aber Burnham wird hundertprozentig davon ausgegangen sein, das ist alles nur Strategie von der Präsidentin. Also die Präsidentin ist trotzdem ein blödes Arschloch, so ungefähr. Und sie schleimt sich jetzt halt gerade nur mal ein bisschen ein. Mhm. Kann schon Also sein. so Ich war übrigens auch beeindruckt von Burnham, ihrer Rede. Die fand ich nämlich auch eigentlich sehr gut. Sehr professionell auf jeden Fall rübergekommen. Also fand ich gut. Ja, ich fand die Rede auch gut. Also sie hat mich, die Burnhams Teil der Rede hat mich ein bisschen positiv überrascht, aber jetzt auch nicht massivst. Also insgesamt beide Reden waren gut, aber ja, ich musste mir kein Tränchen verdrücken oder sowas. Ganz so weit ich auch ging's nicht. dann doch noch nicht. Nee, Tränchen musste ich mir nur verdrücken, als hier das Archer Space Dock erwähnt wurde. Da musste ich mir ein Tränchen Genau, verdrücken. da sind meine Emotionen höher geschwappt als bei der Rede. Ja. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Szene. Die spielt dann nämlich auf Kalina bei den Kelpianern. Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Da muss ich auf die Sprünge helfen. Und zwar wird gezeigt, Su'Kal, der den Brand ausgelöst hat, der ist ja mit Saru nach Kalina zurückgekehrt. Und die werden nochmal gezeigt. Und es geht im Prinzip eigentlich dann gleich damit los, dass Su'Kal Saru sagt, dass er eigentlich nicht wirklich mehr benötigt wird von ihm. Also jetzt von Su'Kal direkt selber, ja, weil Ja, Su'Kal thematisiert ja relativ stark so am Anfang, haben in mir alle nur den Typen gesehen, der fast das Universum zerstört hat. ja. Aber jetzt inzwischen, dank deiner Hilfe, habe ich ein paar Freunde gefunden, ich brauche dich nicht mehr so hundertprozentig. Also du brauchst nicht nur wegen mir hier bleiben. Ja, genau. Ja. Und das nach nur 5 Monaten. Also finde ich relativ schnelle Entwicklung. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, was ich von dem Charakter Su'Kal halten soll. Also auch jetzt noch, er wirkt immer noch irgendwie wie so ein kleines, naives Kind. Was er ja in der 3. Staffel irgendwie die ganze Zeit auch war. Ja. Meinst du, der wird nochmal irgendeine Rolle spielen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, weil ich finde den Charakter eigentlich eher... Ich finde ihn nicht besonders toll. Ist halt irgendwie ein Riesenbaby, was nicht so wirklich was zu sagen hat und so geht's mir mit Saru. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der jetzt länger weg bleibt, aber ich finde Saru an sich schon nicht schlecht. Aber er ist halt wirklich definitiv ein Supporting-Charakter. Also er ist nur eine Unterstützung. Er ist niemand, also ich fand ihn nie gut als Captain. Er gibt für mich das ist halt eine der Sachen, die ich in unseren Talks auch schon immer betont habe. Saru ist für mich ein erster Offizier, Punkt. Und als er dann irgendwann zum Captain der Discovery wurde, das hat nicht gepasst. Er ist keine hundertprozentige Führungsperson. Er ist jemand, der sehr stark auf die Regeln achtet. Also das hat er ja im Laufe der Serie so ein kleines bisschen abgelegt. Aber im Grunde genommen, er hält sich extrem streng ans Buch und er ist für mich einfach niemand, der wirklich führen kann. Er unterstützt einen Führer. Das macht er sehr gut. In der Rolle ist er sehr gut. Aber dass er selber führt, dass er selber das Kommando hat, das hat für mich nie funktioniert. Also auf jeden Fall wird Saru jetzt dann gesagt, er kann, wenn er mag, gerne zurückkehren zur Sternenflotte. Su'Kal hatte, glaube ich, auch gesagt, er hat das Gefühl, dass er da mehr gebraucht wird als jetzt hier bei ihm. Eine Balance ist möglich. Genau. Ja, aber die ganze Saru, Su'Kal, Kalima-Geschichte, wahrscheinlich habe ich deswegen auch im ersten Moment so ein bisschen vergessen, dass dann diese Szene kam, hat mir nichts gebracht. Ja, also es war ein schöner Raum und
Aber wer waren dann eigentlich diese Lebewesen, die da außerhalb von den Fenstern da so rumgeschwommen sind? Waren das nicht die, Mit denen die ursprünglich verfeindet waren, glaube ich, oder? genau, Ich richtig, habe den richtig, weil, Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber also haben die sich im Laufe der Zeit im Grunde genommen angenähert, weil ja, war ja Sarus Volk, wie heißen sie? Also Kelpianer. die Kelpianer. Erst waren die Kelpianer ja quasi die Unterdrückten, oder Mhm. beziehungsweise es ist ja später rausgekommen, dass die erst die reinen Prädatoren waren und dass die erstmal den Planeten beherrscht haben. Dann wurden sie halt im Prinzip unterdrückt, wurden so zu so einem ängstlichen Sklavenvolk. Und jetzt sah es wieder so aus, oder in der letzten Staffel sah es dann wieder so aus, als wenn das Pendel wieder zurückschwingt. Aber anscheinend haben sie sich dann irgendwo in der Mitte eingependelt. Ja, scheint so. So, naja, und dann geht's weiter. Gehen wir zur nächsten Szene. Quajan ist die nächste Szene. Der Planet Quajan, der Heimatplanet von Book. War diese Szene, alles was auf Quajan dann zwischen Book und seinem Neffen und seinem Bruder da so abgegangen ist, was für einen tieferen Sinn hatte diese Folge für dich? Die Folge und die Szene meinst du jetzt? Oder die Szene meine ich jetzt, ja, die Szene. Ich denke mal zum einen natürlich, weil darauf kommen wir ja später, also wenn der Planet dann halt ausgelöscht wird, dass man halt zuerst so ein bisschen sich vielleicht identifiziert oder ein bisschen die Charaktere kennenlernt auf dem Planeten und dass es dann umso dramatischer ist, wenn dann dieser Planet dafür mal ausgelöscht wird. Und ich glaube, aber ansonsten wurde vielleicht noch so ein bisschen halt thematisiert, dass ja Book bei diesem Ritual da teilnimmt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da irgendwie der Neffe keine Ahnung, was ist das, so eine Art Jugendweihe oder was, irgendwie sowas, ne? Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ja, damit wirst du zu einem Mann. Also das gibt's ja, er ist halt erwachsen geworden. Ja, genau. In allen möglichen Kulturen gibt es so eine Rituale. Und da war es halt so das Erwachsenwerden Ritual, nenn's wie du willst. Da wurde ja dann irgendwie auch nochmal erwähnt, dass Book ja irgendwie schon länger nicht mehr mit dem Planet irgendwie verbunden ist. Oder so. Naja, es wurde gesagt, dass er seine Kette abgelegt hat. Also diese Kette, die er da bekommt, die halt für sein Volk halt unheimlich wichtig ist, die halt die Verbundenheit zu dem Planeten symbolisiert. Und Book hat halt vorher sich so ein bisschen abgekapselt von dem Planeten. Das sollte wahrscheinlich mit der ganzen Szene auch nochmal in Erinnerung gerufen werden, aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, für mich einfach nur so eine, ja, wir bringen euch jetzt diese Charaktere noch mal näher, damit wir danach den größeren Effekt haben. Also es war einfach nur so, ja, da steckt jetzt nichts Tieferes drin, braucht ihr euch gar nicht so sehr mit auseinandersetzen, ihr müsst nur die Charaktere lieb haben. Ja. So ungefähr. Ja, klar, damit es halt dann umso dramatischer wirkt dann. Genau, ja, also ja, kann man machen. Dann geht's ja direkt los, dann passiert etwas auf diesem Planeten. Die Vögel drehen durch. Ja, und sie überlegen halt erst noch, ist es jetzt irgendwie ein kleines Erdbeben gewesen, was wir nicht mitbekommen haben, was so schwach war und so weiter, oder was ist hier los? Also die Vögel mit ihren viel, viel feineren Sinnen haben halt schon mal gemerkt, hier läuft irgendwas schief, hier ist irgendwas nicht richtig. Und was ich auch interessant fand, ist, Books Rasse ist ja sehr mit den Tieren verbunden und die können ja auch so eine emotionale Verbindung zu den Tieren aufbauen, dass nur Book an der Stelle gesagt hat, irgendwie ist das komisch und irgendwie sollten wir das nicht ignorieren. Und sein Bruder, naja, meine Güte, wahrscheinlich war das einfach nur so ein Mini-Beben, braucht man gar nicht, ist nicht wichtig, dass sein Bruder das so abgetan hat, weil gerade wenn sie so eng und auch emotional mit den Tieren, mit dem ganzen Planeten verbandelt sind, dann wäre ich davon ausgegangen, dass das allen klar wird und nicht nur Book.
Ja, Book ist halt was Besonderes. Ja. Genau. Ja, also das hat mir nicht so hundertprozentig geschmeckt. Dass nur der Held in Anführungsstrichen, der merkt es jetzt und alle anderen, ach, scheiß drauf, wird schon nix sein. Okay. Ja, das ist so, ja. Ja. Fand ich nicht so geil. Nee. Daraufhin steigt er dann Book in sein Raumschiff und möchte der Sache mal nachgehen, was da los ist. Und wird dann, glaube ich, von einer Schockwelle getroffen, ne? Oder wie war das? Und dann wird er, glaube ich, abgeblendet. Naja, er sagt erstmal noch zu seinem Bruder und zu seinem Neffen, die halt wahnsinnig wichtig für ihn sind, bringt euch in Sicherheit, das ist hier doch was Schlimmes und so weiter und so fort. Mhm. Ja, gut, er rechnet natürlich nicht damit, wie schlimm es ist. Mhm. Aber ja, dass sie sich dann irgendwie in Sicherheit bringen sollen, ist halt auch so ein bisschen im Nachhinein dann so ein bisschen so, nice try. Aber das ging ja wohl in die Hose. Ja. Er hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt, dann hätte er zu dem Zeitpunkt schon direkt umdrehen müssen und sie wieder einsammeln. Aber damit hat er natürlich nicht gerechnet. Also, konnte auch nicht rechnen. Eben mit so einer riesigen Katastrophe rechnet ja keiner. Nee. Insofern sehe ich da auch jetzt kein Verschulden bei ihm, aber er sieht es halt vielleicht ein bisschen anders. Ja, er hat ja ein schlechtes Gewissen, ja, aber braucht er meines Erachtens nicht haben. Nee, sehe ich auch so. Ja. So, naja, also auf jeden Fall wird dann sein Schiff auch von der Anomalie getroffen und dann wird abgeblendet meines Erachtens. Dann kommen wir nämlich wieder. Zu dem Zeitpunkt wird er, glaube ich, von dieser Gravitationswelle, weil zu dem Zeitpunkt ist es erstmal nur irgendwie eine große Gravitationswelle, oder sie nehmen es nur als eine große Gravitationswelle. Er wird von dieser Gravitationswelle ja gerade weggeworfen oder weggeschleudert von dem Planeten, weil ansonsten hätte es ihn wahrscheinlich auch mit erwischt. Okay. Also er hat da im weitesten Sinne, Glück im Unglück gehabt, dadurch, dass er in der Luft war und die Welle halt ihn so getroffen hat, dass er in den Weltraum katapultiert wurde. Das hat ihn ja schlussendlich gerettet. Ja. Die Discovery, die Sternflotte, bekommt einen Notruf, dass eine Station in Gefahr ist. Wodurch wissen sie aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann sie sagen halt nur, unsere Geräte fallen aus und wir brauchen hier mal dringend Hilfe. Und daraufhin wird die Discovery losgeschickt und soll es untersuchen und springt dann mit dem Spornantrieb dann zu der Station. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, der Spornantrieb macht neuerdings so komische Geräusche. Ist dir das aufgefallen? Wenn die springen, das klingt voll komisch. Das war doch in der letzten Staffel noch nicht so gewesen, oder? Das ist so ein komisches so ganz komisch. Doch, den hatten sie schon eine ganze Weile immer. Das klingt ein bisschen komisch. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob das der Sound von dem Sporenantrieb selber ist oder ob das einfach dieser schwarze Alarmsound ist. Aber es kommt ja in dem Augenblick, wo du das Schiff von außen siehst und es sich dann so wegdreht. So. Ja, stimmt, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall springen die dann dahin und so nach und nach stellt sich dann diese Kobayashi Maru Mission Burnham. Ja, wobei ich nicht so hundertprozentig, also ich habe es so grob verstanden, aber es wirkte da, also die Kobayashi Maru Situation wirkte da auf mich auch wieder irgendwie arg konstruiert, weil ich habe nicht, also zuerst mal bleibt ja natürlich Burnham ist der Captain, ist auf der Discovery und schickt halt ein Reparaturteam rüber mit dieser programmierbaren Materie. Die sollen halt einfach nur die Sachen reparieren, die da gerade irgendwie alle auf der Station kaputt gehen. Ja. Soweit, so gut. Ja, normales Vorgehen, sage ich mal. Aber da fand ich es auch interessant mit, wie heißt Day? Man darf ja nicht er oder sie sagen, sondern Day. Ach Gott, wie hieß sie nochmal? Adira heißt sie. Adira. Adiras erste Außenmission.
also dass Adira, die nun die meiste Erfahrung mit dieser programmierbaren Materie hat, dass die nun ausgerechnet als neuer Fähnrich auf die Dings geschickt wird und dass sie redet mit Grey darüber, hier erster Außeneinsatz und so weiter und so fort. Und bist du nervös? Nein. Ernsthaft? Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also, dass Adira wegen ihrer ersten Außenmission oder wegen ihrer ersten Mission schon sehr nervös ist, fand ich, ja, zumindest so eine niedliche Sache, dass sie halt irgendwie, oder dass Day halt irgendwie probiert hat, ähm, ja, das so ein bisschen die Harte zu markieren, aber eigentlich innerlich geschlottert hat wie sonst irgendwas. Oh Gott, ich habe Verantwortung, oh, Hilfe. Ja. Also es war auch nur eine kurze Szene und ja, ich sag mal, die Screentime war angemessen. Ja, also man hat halt relativ, also man hat halt diesen Konflikt im Grunde genommen schon so ein bisschen gemerkt. Adira soll als Expertin jetzt dahin, kommt da an und sagt, ja, danke, dass er uns die Materie gebracht hat, euch brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das, was er mitgebracht hat. Und jetzt könnt ihr euch da schön in die Ecke stellen und warten und zugucken, bis ich fertig bin. So ungefähr war das. Und Adira so, Moment mal, hallo, das ist meine erste Außenmission. Ja. Vor allem, ja, und sie kann es ja eigentlich auch viel schneller und so weiter und so fort und besser und ja, natürlich. Also, ich glaube, ihr da auch schon so ein bisschen angemerkt zu haben, dass sie so ein bisschen enttäuscht war. Und auch Tilly hatte, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen Probleme, sich gegen ihn durchzusetzen. Ich meine, sie hat Adira auch so ein bisschen zurückgehalten, so, hey, wir sind hier nur Gäste. Der hat das Sagen, das ist seine Station. Und wenn er das so möchte, dann ist das halt so. Also da hat Tilly Adira schon so ein bisschen in Anführungsstrichen zurechtgewiesen. Aber Adira war, glaube ich, ganz schön angepisst. Also angepisst und enttäuscht und hier, ich dachte, ich kann jetzt hier meine erste Heldentat machen. Nee. Und Tilly wusste nicht so wirklich, wie sie als in dem Moment kommandierender Offizier der Außenmission quasi, wie sie jetzt mit diesen Typen umgehen soll. Also da hatte ich so das Gefühl, war unsere gute Tilly mal wieder ein bisschen überfordert. So, jetzt mussten wir mit der Szene, wie es da weiterging, auf die Sprünge helfen. Ich habe da jetzt eigentlich auch nichts weiter aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, Burnham rettet so viele wie möglich war. Aber richtig, und genau das war nicht der Punkt, wo es mir wo mir so ein bisschen der Faden verloren gegangen ist. Auf einmal hieß es irgendwie, ja, wir müssen da und dahin und so weiter und so fort. Da muss einer hin mit also mit so einem Astronautenanzug. Ja. Und ja, da sagt Burnham ganz klar, mach ich. Und die Präsidentin halt so, Moment mal, hallo, du hast gerade einen roten Alarm auf deinem Schiff. Bist du sicher, dass du als Captain jetzt das Schiff verlassen willst? Ja, klar, ich habe die meiste Erfahrung in den Erfahrung als jeder andere in diesen Raumanzügen. Ich gehe dahin. Okay, ist dein Schiff. Mach mal, ja. Aber da hat sie schon mal ihre Entscheidung das erste Mal so ein bisschen in Frage gestellt. Und vor allem, sie fliegt dann halt auch los und zwar nicht in einem Raumanzug, sondern in einem kompletten kleinen irgendwie Schiff oder irgendwie sowas, wo ich mir dann auch denke, so, okay, ich denke, es geht um einen Raumanzug und du hast die meiste Erfahrung in diesem Raumanzug und jetzt sitzt du doch in einem Schiff. Da hast du nun am Ende dann doch in einem Raumanzug gelandet, ist das jetzt erstmal egal, aber das war ja ein Versehen. Ja. Und warum sie dahin musste, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe zwar mitbekommen, sie muss da muss irgendwer hin und muss da irgendwas machen, damit die auf der Station mehr Zeit bekommen, um zu evakuieren. Und gleichzeitig halt auch noch also irgendwie sind die Schilde von der Station ausgefallen und die Discovery musste ihre Schilde bis um die Station ausweiten, was halt dazu führt, dass sie innerhalb von Minuten ihre komplette Energie verballern. Und das genau war dann halt so diese Kobayashi Maru-Szene, dass halt Burnham riskiert ihre Crew, indem sie
das Schild so weit ausdehnt und sagt, wir bleiben noch länger, wir bleiben noch länger, wir bleiben noch länger. Und ich rette hier alles, ich mache das selber, ich flieg los und ich rette hier alle. Was halt an der Stelle ja schon was zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr unwahrscheinlich war, dass er das schafft. Und dass denen genug Zeit bleibt. Also dass sowohl die Discovery genug Zeit oder genug Energie hat, um das Schild für Station und Discovery aufrechtzuerhalten, als auch, dass sie da irgendwas, was auch immer sie da tun musste, dass sie das macht, was sie ja dann auch irgendwie schafft, nachdem sie getroffen wurde. Aber das hat sich mir auch bei zweimal gucken, irgendwie habe ich an der Stelle jedes Mal offensichtlich geistig irgendwie ein bisschen abgeschaltet und nicht hundertprozentig mitbekommen, warum macht sie das jetzt eigentlich? Ja, Also, das hat sich mir aber auch nicht so richtig erschlossen. Also habe ich auch nicht so richtig mitbekommen. Also es hat halt funktioniert, die hat ihnen irgendwie Zeit verschafft, dass sie dann noch dann mit diesem Shuttle fliehen konnten. Aber was sie da jetzt genau gemacht hat, oder, das weiß ich ja nicht. ja, und was genau war der Plan von diesem Chefingenieur? Der hatte ja vor, seine gesamte Crew irgendwo hin zu befehligen, um irgendwas zu machen, was halt super gefährlich für sie ist. Weshalb ja erst die Präsidentin mit ihm gesprochen hat und ihn dann halt auf ganz emotionaler Ebene von wegen, hey, und du willst doch zurück zu deiner Heimat und ich kenne deine Heimat und diese tollen Wasserfälle und bla bla bla. Also sie hat ihn halt emotional im Grunde genommen abgeholt, um ihn davon zu überzeugen, seinem Plan nicht zu folgen. Ich habe aber nicht gecheckt, was sein Plan eigentlich ist. Warum riskiert er damit seine Crew? Und das Ganze an sich hat mich so ein bisschen gestört, weil das war die Kobayashi Maru-Szene und da muss halt eigentlich hundertprozentig klar sein, also das macht ja Kobayashi Maru aus, dass du halt sagst, okay, wie viel riskiere ich, um eventuell noch Leute zu retten und also ich riskiere viele, um wenige zu retten. Das ist im Prinzip ein wesentlicher Bestandteil der Kobayashi Maru-Szene und der hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen. Und das hat mich ziemlich geärgert eigentlich, weil Hat mir von es dem halt, Titel dann auch mehr versprochen, ja, weil das ist halt von der Folge die Kernszene gewesen, das Kernelement gewesen. Und das für mich nicht hundertprozentig schlüssig war. Weder beim ersten noch beim zweiten Mal gucken. Das hat mich so ein bisschen genervt, aber okay. Ja, aber sie hat ihn ja schlussendlich dann also die Präsidentin hat den Typen ja dann überzeugt, ja, gib mal Burnham noch ein paar Minuten. Burnham hat es dann natürlich geschafft und sie hatten Zeit, alle zu evakuieren. Und mit dem letzten Shuttle, das ist ja dann quasi in den Hangar der Discovery reingeschleudert worden von irgendeinem Asteroiden oder von irgendeinem Trümmerteil oder was immer das war. Also das wurde ja getroffen in den Hangar rein und genau in dem Moment, wo es drin war, sind sie gesprungen. Ja, genau. Ja, und dabei sind dann halt doch noch 3 Leute gestorben. Und das hat Burnham sich natürlich tierisch zu Herzen genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nicht alle gerettet. Ich habe 3 verloren. Ja, okay. Kobayashi Maru Test zweiter Kernpunkt. Und dann kam für mich das absolute Highlight der ganzen Folge, das Gespräch zwischen der Präsidentin und Burnham. Das war für dich das Highlight? Das war für mich das absolute Highlight. Das war für mich das absolute Highlight, weil das wieder so ein absoluter Star Trek-Moment war. In meinen Augen. Denn in diesem Gespräch hat so viel drin gesteckt. Die ganze Zeit war es halt so, dass Burnham die Präsidentin im Prinzip für ein politisches Arschloch gehalten hat, so ungefähr, ja. Und ja auch diese Szene, ich sag jetzt, wir bleiben noch und willst du mich jetzt des Amtes entheben oder also willst du mich rausschmeißen? Ansonsten lass mich meine Arbeit machen. Also sie hat ganz klar der Präsidentin im Prinzip widersprochen oder sie im Prinzip vor die Wahl gesetzt, ja, feuer mich oder lass mich meine Arbeit machen. Und hat ihr das Messer, also
Burnham hat ihr das Messer auf die Brust gesetzt. Die Präsidentin hat sie im Prinzip nur zu dem Zeitpunkt erstmal nur beraten. So, ey, glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Und dann kam halt dieses Gespräch von wegen, ja, wir haben jetzt hier unser neues Flaggschiff, was wir vorher in der Archer-Bucht, in dem Archer-Ding da gesehen haben. Ja. Mit dem neuen Sporenantrieb, und wir suchen einen Captain dafür. Und Burnham so direkt, lass mich raten. Ich stehe nicht mehr auf der Liste. Ich hätte es eh nicht angenommen, weil ich liebe meine Discovery und ich wäre sowieso hier geblieben. Aber du nimmst mich runter. Warum? Was ist denn deine Begründung? Ja, du bist doch nicht bereit. Und genau dieses, du bist doch nicht bereit, da steckt so viel drin, weil Burnham hält sich selber halt wieder an der Stelle für den besten Captain überhaupt, und sie hat doch alle gerettet und jetzt kriegt sie eins auf den Deckel. Was soll denn der Scheiß? Und ich würde der Präsidentin 100%ig recht geben, sie ist noch nicht so weit. Denn die große Lehre des Kobayashi Maru-Tests ist, dass du als kommandierender Offizier oder dass du als Captain oder als Commander Verluste akzeptieren musst. Und es werden Menschen sterben, und du musst halt im Prinzip gucken, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige? Was ist denn, was ist der sichere Weg? Wie kann ich möglichst viele aus meiner Crew, wie kann ich möglichst viele retten? Wie kann ich den sicheren Weg gehen? Und genau das macht Burnham halt nicht. Sie macht halt wieder ihre Cowboy-Nummer und riskiert damit im Prinzip ihre ganze Crew für, ich glaube, 8 Leute oder 10 Leute oder irgendwie sowas. Und weigert sich einfach zu akzeptieren, dass sie Die nicht retten kann. dass sie die nicht retten kann. Genau. Und dann am Ende hat sie sogar noch Erfolg mit ihrer Cowboy-Nummer, weil sie hat ja bis auf 3 Leute dann doch den Großteil gerettet. Also das offensichtliche Ergebnis ist, hey, ist doch gut gegangen. Aber das Fazit von der Präsidentin ist, ja, und wie oft wird es noch gut gehen? Weil es braucht nur einmal schief gehen und die ganze Crew ist weg. Ja, das Risiko ist einfach zu groß. Und das ist ein Risiko, das kannst du als guter Commander nicht eingehen. Und das hat sie halt noch nicht kapiert. Und deswegen würde ich der Präsidentin 100%ig recht geben. Und deswegen war auch das für mich so diese absolute Schlüsselszene, weil da hat für mich so in der tieferen Charakterebene so ganz, ganz viel drin gesteckt in diesem Gespräch. Burnham kriegt vollkommen zu Recht in meinen Augen eins auf den Deckel, obwohl sie die große Heldin ist. Sie hat alle gerettet und kriegt trotzdem eins auf den Deckel. Und das hat sie nicht kapiert. Oder das wollte sie erstmal nicht kapieren. Ich verstehe aber trotzdem nicht, dass sie jetzt sagt, ja, sie ist nicht bereit. Wofür ist sie nicht bereit? Um das Kommando eines größeren Schiffs zu übernehmen. Ja, also bis jetzt dieses Schiff da angeblich da gebaut wurde oder was, dieses neue Flaggschiff, war jetzt eigentlich doch dann die Discovery, das Flaggschiff, oder nicht? Oder? Ja, notgedrungen. Ja. Notgedrungen. Also aber dann, wenn sie der Meinung ist, dass sie nicht für so einen Posten bereit ist, dann darf sie sich auch nicht auf der Discovery als Captain lassen, bin ich der Meinung. Theoretisch nicht, nein. Theoretisch hätte sie sagen müssen so, ja, eigentlich müssten wir nochmal darüber reden, ob du der Captain von der Discovery bleiben kannst. Und ja, theoretisch hätte man dann einen Saru, der irgendwie zurückkommt, dann durchaus sagen können, ja, alle klar, ist wieder dein Schiff. Burnham, du wirst mal wieder degradiert. Ja. Wäre nachvollziehbar gewesen und wäre meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung von der Führung gewesen. Aber das war nicht ihr Thema zu dem Zeitpunkt, also von der Präsidentin. Von der Präsidentin ging es erstmal darum, okay, ich will mir angucken, ob Burnham als einer der jetzt momentan legendären Kapitäne, als einer meiner besten Kapitäne, die bereit ist, das Flaggschiff, also das wichtigste Kommando, was wir im Prinzip jetzt in der Sternflotte haben, dieses Kommando zu übernehmen. Ist sie dafür geeignet oder nicht? Und ihr Fazit ist, nein, ist sie nicht. Ja. Und ich würde dieses Fazit voll unterschreiben. Aber darauf kommen wir sicherlich bei der zweiten Folge nochmal zurück, denn da
habe ich wieder einen ganz starken Bezug dazu gesehen. Ja. Wir sind noch nicht ganz bei der zweiten Folge, denn die erste Folge hat jetzt noch eine letzte Szene. Und zwar nach der Szene mit Burnham und der Präsidentin kommt der jetzt dann noch Booker ganz überraschend auf das Schiff, auf die Discovery. Und ist völlig aufgelöst und bittet die Crew darum, nach seinem Planeten zu scannen. Daraufhin scannen sie nach dem Planeten und können ihn aber nicht entdecken. Entdecken aber irgendwie dann was ein paar Lichtjahre entfernt oder irgendwie sowas? Ein paar 100.000 Lichtjahre entfernt entdecken sie ein riesengroßes Trümmerfeld. Ja. Ja, genau, das siehst du dann ja so und dann, oh, verdammt, sie sind alle tot. Genau. Was natürlich eine riesen Szene war, ganz klar. Und dann wird halt klar, alles klar. Das scheint jetzt dann die große neue Bedrohung dieser Staffel zu sein. Diese Anomalie, die irgendwie unkontrolliert in irgendeine Richtung durchs All strömt. Was machen wir denn da jetzt? Ja. Genau. Naja, erstmal sind es halt am Ende der ersten Folge sind halt alle erstmal nur geschockt und dann ist vorbei, glaube ich. Ja, irgendwo da ist die erste Folge dann vorbei. Ja. So, also mit dieser Szene geht dann die erste Folge zu Ende und kleines Fazit von dir, Martin, wie fandest du die erste Folge jetzt so als Staffelauftakt? Discovery wird für mich oder ist für mich, ich glaube, seit der 3. Staffel immer mehr und mehr das Star Trek geworden, was ich mir so ein bisschen wünsche. Und im Großen und Ganzen fing die erste Folge dann auch schon so an. Also ich fand sie ziemlich gut, weil also wie wir gerade schon besprochen haben, diese Kobayashi-Maru-Szene und so weiter und so fort. Die ganzen Action-Parts waren okay, aber die Story an sich, die im Hintergrund ist, das war für mich ein sehr vielversprechender, guter Anfang. Ja, denke ich auch. Also hat auf jeden Fall neugierig gemacht, darauf, wie es weitergeht. Und kann man darauf aufbauen. Also ich fand halt auch ein paar Szenen ein bisschen übertrieben, so wie halt am Anfang da mit diesem Schmetterlingswesen und so. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge in Ordnung als Staffelauftakt und man ist auf jeden Fall gespannt, wie es denn jetzt da weitergeht mit dieser Bedrohung, mit dieser Anomalie. Und darüber werden wir dann sprechen, wenn wir die zweite Folge besprechen. Wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut und bedanken uns erstmal an der Stelle hier fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr dann bei der zweiten Folge wieder einschaltet. Also macht's gut, bis dann. Bye bye.